Tier töten ist für mich nicht unbedingt die Lösung. Als Tierliebhaber finde ich es fürchterlich. Also Tauben könnte man auch tierfreundlicher aus der Stadt kriegen. Die umzubringen, weiß ich auch nicht. Das würde mir auch widerstreben. Mitte Juni hatten die Limburger Bürgerinnen und Bürger mit einer knappen Mehrheit dafür gestimmt, dass ein Teil der Stadttauben getötet werden soll. Etwa 700 bis 1000 Tauben leben im Stadtgebiet. Und sie sollen um die Hälfte reduziert werden. Und zwar per Genickbruch. Die Stadtverordnetenversammlung hatte beschlossen, einen Falkner damit zu beauftragen. Berthold Geis aus dem mittelhessischen Limburg-Weilburg sollte das erledigen. Eine tote Taube legt keine Eier mehr. Die wird betäubt mit dem Stockschlag auf den Kopf, dann wird das Genick gebrochen. Ja, und dann wird auch gesagt, ja, man muss die Tauben noch nehmen, die können doch auch eingeschläfert werden. Ja, ganz toll, ich gehe mit Hunderten von Tauben zum Tierarzt, lass die einschläfern oder was. Rechtlich möglich macht das ein Urteil des Hessischen Verwaltungsgerichtshofs. Darin wurden Tauben sowie auch Ratten zu Schädlingen erklärt. Die Bürgerinitiative Stoppt das Taubentöten nannte die Entscheidung einen schlimmen Tag für das Tierrecht. Tanja Müller engagiert sich beim Stadttaubenprojekt Limburg. Sie hat für Taubenhäuser gekämpft. Da werden die Tiere gefüttert und man versucht gleichzeitig, den Bestand zu reduzieren. Ich habe vorgeschlagen, dass es genug Ehrenamtliche gibt, die sich darum kümmern würden. Ich habe mir auch einige Infos eingeholt. Die Stadt war tatsächlich auch da, hat sich das alles angeguckt, war auch ganz begeistert. Aber scheinbar haben sie sich dann aus Kostengründen ja dann doch umentschieden. Nicht ganz. Denn durch die heftigen Reaktionen seitens vieler Tierschützer scheint nun doch eine andere Lösung gefunden zu sein. Statt die Tauben zu töten, will Limburg jetzt einen Großteil der Tiere über eine Tierschutzgemeinschaft in ein entfernteres Taubenhaus bringen. Städte wie Frankfurt setzten schon seit Jahren darauf. Seit 1982 engagiert sich Gudrun Stürmer für Tauben. Beim Stadttaubenprojekt finden die Tiere ein neues Zuhause. Also das hier sind Tauben aus einer Industriehalle. Die mussten da raus, aber es war ein Hallenleiter, der das sehr tierschutzgerecht angegangen ist. Der hat dann den Kontakt zu uns gesucht und das ist eben das Ergebnis. Nämlich eine artgerechte Haltung. Sie werden gefüttert und bleiben daher freiwillig. Denn die meisten Städte verbieten das Füttern. Gudrun Stürmer organisiert im Taubenhaus und ebenso in der Frankfurter Innenstadt Maßnahmen, um den Taubenbestand zu reduzieren. Zusammen mit Ehrenamtlichen versucht sie, die Natur zu überlisten und verteilt Attrappeneier. Der Vogel brütet, aber es schlüpft kein Nachwuchs. So soll sich die Population vermindern. Das sind jetzt die Gipseier oder Plastikeier. Gips ist es ja nicht, war es früher mal. Und die tauschen wir eben gegen die echten Eier aus. Und im Grunde genommen stehen diese 3 Eier für die Lösung für das Taubenproblem. Damit das gut funktioniert, braucht es in den Städten aber deutlich mehr Taubenhäuser. Und auch Tierfreunde, die sich kümmern wollen. Vielleicht lässt sich dann auch die angestrebte Population in Limburg ganz ohne eine Tötung erreichen. Gehen wir mal nach Darmstadt. Schönen guten Abend. Björn Kleinlogel, Schädlingsbekämpfer aus Darmstadt. Hallo, grüße Sie. Also als Landau staune ich ja eher so, dass es überhaupt so Probleme mit Tauben gibt oder so einen großen Hass auch einfach. Was ist denn eigentlich das Problem mit den Tauben in der Stadt? Na, meistens stört das Tier selber nicht. Tauben sind ja relativ sympathische Tiere. Aber die Kotausscheidungen sind problematisch, insbesondere dann, wenn die Tauben irgendwo übernachten und regelmäßig dort sitzen oder wenn sie brüten. Wir sehen dann Dachböden, in denen sie brüten. Da koten sie einmal im Kreis und legen in die Mitte die Eier. Und im Laufe der Jahre entstehen große Kotschichten in dem Dachboden. Und das ist dann schon ein Problem. Das möchte man nicht haben und man möchte es auch nicht auf seinem Balkon haben. Nee, auf keinen Fall. Und das Problem ist einfach auch, dass die sich rasend vermehren. Ne? Im Jahr kriegen die mehrere Bruten zustande. Ja, man sagt, Tauben können bis zu 7 Mal im Jahr jeweils 2 Jungtiere großziehen. Das heißt, das wären dann 14 Jungtiere pro erwachsenes Paar. Und man sieht, dass eben immer Jungtiere nachschieben in die Population. Und man sagt, es gibt immer so viele Stadttauben, wie es Futter gibt. Okay. Weil wenn es mehr Futter gibt, wächst die Population an. Wenn es weniger Futter gibt,
dann kommen nicht so viele Jungtiere durch und es gibt weniger Tauben. Also das wäre so die erste Message, keine Tauben füttern. Wenn ich jetzt Singvögel fütter, fressen das die Tauben auch? Ja klar, es kann sein, dass auch Tauben an den Futterplatz der Singvögel kommen. Und da müsste man den Futterplatz so umbauen, die Taube ist ein bisschen größer, dass nur noch die Singvögel drankommen und die Taube nicht. Das wäre eigentlich relativ leicht möglich, dass man die Tauben fernhält von dem Futter und nur die Singvögel kommen dann da dran. Okay, also von diesen Kotmengen, denen Sie ja eben gesprochen haben, dann denke ich, man muss das Problem auf jeden Fall ernst nehmen in der Stadt. Wenn ich jetzt einen Balkon habe zum Beispiel, wie kann ich denn den Tauben frei halten? Balkone sind in den Innenstädten sehr attraktiv für die Tauben. Sie können da in Ruhe sitzen. Der Balkon wird ja von uns Menschen nicht immer genutzt. Wir sind vielleicht mal auf Arbeit oder weg. Das heißt, die Tauben können sich auf den Balkon setzen. In vielen Balkonen steht dann auch etwas. Da können sie auch da drauf brüten und verkoten das. Die einzig sinnvolle Möglichkeit, Tauben von Balkonen fernzuhalten, ist die Montage eines Netzes. Ich habe hier so ein Netz mal mitgebracht. Das kommt dann vorne auf Höhe des Geländers hoch bis zu dem Balkon oben drüber. Oder man setzt an der Ecke noch Pfosten. Das Unschöne ist dann, wir Menschen sind dann hinter dem Netz. Ja, wir fühlen uns so ein bisschen gefangen dann, ne? Ja. Ich habe selber auch mal hinter so einem Netz gewohnt. Man gewöhnt sich da dran. Aber klar, die Alternative wäre, dass die Tauben den Balkon mitnutzen und dass man ihn permanent sauber machen muss. Also um Tauben fernzuhalten, sind die Netze an den Balkonen ganz üblich und werden ganz häufig montiert. Dann haben Sie uns diese Pieksdinger mitgebracht für Fenstersimse oder für Dachrinnen auch. Das ist ein interessantes Teil. Wofür ist das gedacht? Das mögen die Tauben gar nicht, weil sich das Ganze so bewegen kann. Also wenn sie hier anfliegen, dann fühlen sie sich dadurch gestört. Wenn man jetzt zum Beispiel eine Straßenlaterne hat oder oben auf seinem First, kann man so etwas drauf montieren und dann können die Tauben da nicht mehr landen. Das stört sie sehr. Da wäre jetzt ja tatsächlich dann die Stadt wahrscheinlich zuständig. Wenn man solche Pieksdinger anbringen will in der Regenrinne oder am Fenstersims und man wohnt in einem Mietshaus, ist da der Vermieter zuständig? Naja, in der Regel ist der Vermieter zuständig, weil Sie als Mieter haben ja den Balkon gemietet, um ihn zu nutzen. Die Tauben verkoten ihn, das heißt, sie können ihn nicht mehr richtig nutzen, sie müssen ihn permanent reinigen. Und der Vermieter ist gehalten, den Zustand, den er ihnen vermietet hat, auch wieder herzustellen. Nun wohnt er selber nicht dort, hat also auch nicht unbedingt die Interesse, dann Geld auszugeben, das zu schützen. Aber ich denke, als Mieter hat man das Recht, dass ein Vermieter dann eine sinnvolle Taubenabwehr montiert. Dann gucken wir mal auf die Sachen kurz noch, die man so im Baumarkt kriegen kann. Angefangen hier bei der Krähe aus Plastik. Ist das eine Abwehr? Das hilft allenfalls ganz am Anfang. Wenn die Taube jetzt kommt, sagt sie, huch, da ist was Neues. Also so eine Neophobie gibt es und sie geht kurz weg. Aber sie gewöhnt sich sehr schnell daran. Also wir haben viele Fotos, wo die Tauben direkt neben oder sogar auf diesen Plastikkrähen drauf sitzen. Das heißt, das ist keine dauerhafte, sinnvolle Möglichkeit, die Tauben fernzuhalten. Da sind die Tauben dann doch zu schlau. Die merken, dass es keine lebende Krähe ist, dass da keine Gefahr von ausgeht. Hier haben wir noch ein Lichtsignal und da haben wir noch ein Vogelschreckspray. Das können wir zusammen abhandeln, weil sie halten von beidem, glaube ich, nichts. Ne? Nein, gar nicht. Also diese Lichtsignale und diese Tonsignale, die führen auch dazu, dass die Tauben sich ganz schnell dran gewöhnen. Sie sitzen nachher vor dem Lautsprecher und lassen sich gar nicht davon fernbringen. Und diese Geruchsstoffe dort, das riecht nach Lavendel, das müsste man ja regelmäßig wieder auftragen. Und wer weiß, ob es nicht sogar Tauben gibt, die den Lavendelgeruch sogar mögen. Also da halte ich gar nichts von. Ja. Herr Kleinlugel, vielen Dank, dass Sie da waren. Dankeschön. Also, wenn Sie Ihren Balkon taubenfrei halten möchten, dann hilft eigentlich wirklich nur das Netz. Die Regenrinne halten Abwehrspitzen frei und für die Straßenlaterne ist dann die Stadt zuständig.